Okay, let's start. So, hi everyone. We have a bit of time again this evening to look at some questions. I'll try to go through the questions reasonably quickly because we have many questions, and I will arrange some future dates for question and answer in the next month and so. So there's quite a range of questions. I've simply written them down in the order that they arrive. Hallo und schönen Abend an jeden. Heute werden wir uns wieder ein paar Fragen widmen, die eingetroffen sind. Wir werden heute sehr schnell durch die Fragen gehen, denn es sind eine große Bandbreite an Fragen gekommen und wir werden auch zukünftige Daten besprechen, Termine besprechen, wo wir weitere Fragen durchgehen können. Und wir haben sie in der Reihenfolge werden wir die Fragen besprechen, so wie wir sie bekommen haben. So the first question concerns Trekchö and Tögal. Also die erste Frage befasst sich mit Trekchö und Tögal. So, well, this is not so complicated. Trekchö is concerned with the empty nature of everything. Das ist nicht so kompliziert. Trekchö befasst sich mit der Natur von allem, mit der Leerheit von allem. The mind itself has no substance to it. Der Geist selbst hat keine Substanz, keinen Wesenskern. We access everything with the mind. Wir erlangen Zugang zu allem durch den Geist. And all our experiences also lack any internal essence of their own. Auch alle unsere Erfahrungen sind leer von irgendeiner Essenz ihrer selbst. The essence of all experiences is emptiness. Die Essenz von allerlei Erfahrung ist Leerheit. Emptiness here means that there is no individual separated identity. Leerheit bedeutet hier, dass es hier keine separate individuelle Identität gibt. So when we do the various kinds of practice, we do particularly this Guru Yoga, and we allow experiences. The first basis of our practice is to awaken to kada, to the primordial purity of the mind. So, die erste Grundlage, um zu erwachen, ist, dass wir uns Kadak widmen. Das ist die ursprüngliche Reinheit unseres Geistes. So when we see that the ground is empty, everything that arises from the ground is empty. Wenn wir also sehen, dass der Urgrund leer ist, dann sehen wir auch, dass alles, was aus dem Urgrund auftaucht, genauso leer ist. What arises is like a rainbow or a mirage. Das, was auftaucht, ist mehr wie ein Regenbogen oder wie so eine Art Fata Morgana. So Tögal is concerned with the arising of experience, the experience of emptiness. Tögal beschäftigt sich also mit dem Auftauchen der Erfahrung von Leerheit. It's really just the fulfillment of the meaning in the Heart Sutra. Und das ist wirklich genau die Erfüllung der Bedeutung des Herzsutras. The form is emptiness, but emptiness is also the form. Dass die Form Leerheit ist, aber dass auch die Leerheit Form ist. This is non-duality. Das ist Non-Dualität. It's not that there are two separate worlds or categories, emptiness on the one side and form or appearance on the other.
Es ist nicht so, als würde es hier zwei Welten geben, dass in einer Welt gibt es die Leerheit und auf der anderen Welt gäbe es die Form oder Erfahrung. Dem ist so nicht. When we look for our mind, we can't find anything substantial. Wenn wir unseren Geist suchen, finden wir nichts, was wirklich Substanz hätte. And yet the flow of experience is ceaseless. Und dennoch ist die Reihenfolge oder der Fluss unserer Erfahrungen ohne Unterbrechung. Unfortunately, due to our belief in the true existence of phenomena, Leider ist es so, dass dadurch, dass wir in die wahre Existenz von Phänomenen glauben, it's as if we put a wedge between these two aspects, which are never really separate. ist es so, als würden wir so einen Keil zwischen diese beiden Aspekte hineinstellen, als wären sie etwas Separates. And then we think about emptiness and we think about manifestation. Und dann denken wir über Leerheit zum einen und Manifestation zum anderen nach. And in this way, the very method by which we make sense in our ordinary world, our capacity to use concepts, becomes a source of stupidity. Und so ist es dann genau so, dass unsere Methode, mit der wir versuchen, irgendwie Sinn zu erfassen, den Sinn unserer Welt zu erfassen oder dass wir uns an Konzepten bedienen, genau das mündet dann eigentlich in Dummheit oder ist Dummheit. And this is why the main point of the practice is to relax, be open, and be with whatever is arising. Und deshalb liegt der grundlegende Punkt der Praxis genau darin, dass wir uns entspannen und uns öffnen, genau dem gegenüber, was gerade erscheint. Not merging into it, not standing apart from it. Man schmilzt nicht da hinein oder man trennt sich nicht davon ab. But by being present with whatever is arising, we see experience and the empty mind itself are inseparable. Aber indem wir einfach damit bleiben, sehen wir, dass die Erfahrung und die leere Natur unseres Geistes untrennbar sind. And in that way, you see the inseparability of primordial purity and the instant presence or effortlessly arising appearance of everything. Und so sehen wir die Untrennbarkeit der grundlegenden Reinheit und der unmittelbaren Präsenz oder das Auftauchen von allen Erfahrungen. And there are many different techniques that you can learn. Es gibt da sehr viele Techniken, die man dafür lernen kann. But the main thing is to stay present with whatever is arising. Aber das Wichtigste ist, dass man präsent bleibt mit dem, was auch immer auftaucht. And in that way, you avoid entering the three times of past, present, and future. Auf diese Art vermeidet man es, dass man in die Welt von den 3 Zeiten eintritt, von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. And then you see that these are just patterns of arising. These are aspects of the potential of your ground. Und dann sieht man, dass das lediglich Muster von dem ist, was auftaucht, was in unserem Geist auftaucht. So the next question is rather different. Do we have to tame our mind? And who is the tamer? Die nächste Frage ist etwas anders. Und zwar lautet sie, müssen wir unseren Geist zähmen und wer ist der Zähmende? So this is a question relating to the more general or Hinayana view in which we have a mind and our mind is out of control. Diese Frage behandelt vor allem die Hinayana-Sicht, in der es heißt, dass man einen Geist hat und dass man diesen kontrollieren müsste. So you are the owner of your mind. Du bist also der Besitzer deines Geistes. And like a parent with a very crazy child, it's a little bit embarrassing. Und ganz genauso wie als wenn die Eltern, wenn sie ein kleines Kind haben und das ein bisschen peinlich ist und unangenehm ist. This is your child, so you should be able to make them behave properly.
Das ist ja dein Kind, also solltest du es auch schaffen, dass es sich anständig verhält. But it doesn't behave properly. Aber es verhält sich nicht anständig. Nowadays, you're not allowed to beat children. Heutzutage ist es nicht mehr erlaubt, dass man seine Kinder schlägt. So you're stuck with your crazy mind. Also steckst du hier fest mit deinem verrückten Geist. But who are you in relation to your mind? Aber wer bist du in Relation zu deinem Geist? I have thoughts I don't like. Ich habe Gedanken, die ich nicht mag. These thoughts come to me. Diese Gedanken kommen zu mir. They upset me. Die regen mich irgendwie auf. I don't want them. Und ich mag sie nicht haben. So when we think in this way, it is as if I am a stable point of observation. Und wenn wir so fühlen, dann wäre es so, als wäre man selbst so ein stabiler Aussichtspunkt. I am unchanging. Ich ändere mich nicht. But these persecutory thoughts and experiences, they change. Aber all diese Gedanken und Gefühle, die einen verfolgen, die verändern sich. So from the point of view of Dzogchen, this is the problem of not looking at your own mind. Aber aus der Perspektive von Dzogchen ist das Problem, wenn man nicht auf seinen eigenen Geist schaut. When our experience is organized in terms of duality, the separation of subject and object, Wenn unsere Erfahrungen eingeteilt sind im Hinblick auf Dualität, man hat ein Subjekt und ein Objekt, then we tend to look out through our sense organs at the world of objects. dann tendieren wir dazu, dass wir aus uns heraus mit unseren Sinnesorganen in die Welt von Objekten schauen. And in that way, we become troubled by the many fluctuations and changes in the field of what is appearing. Und auf diese Art und Weise fühlen wir uns vielleicht unwohl mit dem unterschiedlichen Fluss oder Veränderungen von dem, was vor uns erscheint. Through paying attention to our body, we see that our body is not a fixed possession. It's also a flow of experience. Und wenn wir uns unseren Körper anschauen, bemerken wir, auch unser Körper ist kein fixes Besitztum. Auch unser Körper ist im Fluss von Veränderung, von Erfahrung. And then if we bring our focus of attention closer to ourselves, und wenn wir unsere Aufmerksamkeit näher an uns selbst heranbringen, we start to see that our very sense of being conscious is itself a flow of experience. Und dann bemerken wir, dass unser Aussichtspunkt oder unsere Erfahrung um Erfahrungen zu erfahren, ist genauso Erfahrung. And the one that can see this, or the aspect of my presence that is aware of this, is in fact the pure awareness, Rigpa. Und derjenige, der dem gewahr ist, dieses Ich, das ist reines Rigpa, reines Gewahrsein. When we have this clarity, there is no tamer and there is nothing to be tamed. Wenn wir diese Klarheit besitzen, dann sehen wir, dass es da nichts zu zähmen gäbe oder jemanden, der es zähmen würde. We have the movement of subject and object as the display of the energy of the mind. Wir haben die Bewegung von Subjekt und Objekt als Art Schauspiel der Reinheit unseres Geistes. So here we see the difference between the view of Dzogchen and that of other aspects of Buddhist practice. Und hier sehen wir den Unterschied zwischen der Perspektive des Dzogchen und von anderen buddhistischen Schulen. In Dzogchen, we are concerned with the self-liberation of everything which occurs. Im Dzogchen geht es um die Selbstbefreiung von allem, was auftaucht. The trees occur, motor cars, people, thoughts, memories, emotions. Bäume tauchen auf, Autos, Gefühle, Erinnerungen, Menschen. And when these appearances arise,
Und wenn diese Erfahrungen auftauchen we just let them come and go. oder diese Erscheinungen auftauchen, dann If lassen wir sie einfach kommen und gehen. it is through grasping at a part of the field of experience and claiming it to be I, me, myself, that this tear or separation occurs. Diese Trennung passiert dadurch, dass wir einen Teil dieses Feldes unserer Erfahrung, dass wir danach greifen und dann als ich mich irgendwie identifizieren würden. If you calm the mind very successfully, Wenn du deinen Geist erfolgreich beruhigst, you will find it very difficult to function in the world. dann wirst du es sehr schwierig empfinden, in der Welt zu funktionieren. If you have to earn money and go to work and deal with family and so on, all kinds of turbulence arise. Denn wenn du Geld verdienen musst und zur Arbeit gehen musst und eine Familie hast, dann werden allerlei Turbulenzen auftauchen, ganz von allein. Subject and object move together, ceaselessly creating new patterns. Subjekt und Objekt scheinen miteinander auf und kreieren ohne Unterbrechung ganz eigene Muster. As long as awareness rests deep, calm, open, infinite, Solange Gewahrsein tief in sich ruht, tief offen, the movement of the interaction of subject and object are not a problem. dann ist diese Bewegung von Objekt und Subjekt gar kein Problem. But if you over-identify as an individual subject, Aber wenn du dich überidentifizierst als individuelles Subjekt, then when good things happen, you become very happy, and when bad things happen, you become very sad. dann ist es so, dass wenn gute Dinge passieren, wirst du sehr glücklich sein und wenn schlechte Dinge passieren, wirst du sehr unglücklich sein. So, trying to tame the mind is not really helpful. Das heißt, zu versuchen, den Geist zu zähmen, ist nicht wirklich hilfreich. And the next question is about having the sense that everything arises at once. Die nächste Frage läuft darauf hinaus, dass wenn man den Sinn dafür hat, dass alles auf einmal erscheint oder passiert. And the question is, if I experience all this as me, I get overwhelmed. Und die Frage lautet, wenn ich all das als ich erfahre, dann werde ich sehr schnell überfordert. So, if you are sitting and your gaze is open, you hear sounds and movement, you see what is Und around you. dergleichen, You don't have to do anything with it. dann musst du damit überhaupt nichts machen mit diesen Geräuschen oder Bewegungen. You're not responsible. Du bist nicht verantwortlich dafür. So this links to the previous question. Das steht in Verbindung zur der vorhergehenden Frage. If all that is occurring is an aspect of me, surely I have to be in charge. Wenn all das, was um mich herum passiert, ein Teil von mir selbst ist, dann muss ich ja sicherlich irgendwie in Verantwortung stehen. And if it's all me, surely I can make it happen the way I want it to. Und wenn das alles ich bin, dann kann ich doch ganz sicher alles so zu dem veranlassen, wie ich es gerne hätte. If you do this, then you make a devil's cocktail. Wenn du das tust, dann brauchst du so einen Teufelscocktail-Gebräu. You mix the open awareness and the ego's self-concern. Dann vermischt man dieses offene Gewahrsein mit den Belangen des Egos. Your mind, keep awareness relaxed and open. Der Geist lässt dieses Gewahrsein offen. Everything is occurring. Alles erscheint. It is experience. Es ist Erfahrung. You are the experiencer, the one who is having the experience, but you don't possess it. Du bist der Erfahrende, derjenige, der die Erfahrungen erfährt, aber du besitzt sie nicht. So this is the same as the meditation instruction. Das ist das Gleiche wie eine Meditationsanweisung. Don't stand back and observe.
Mach nicht einen Schritt zurück und beobachte nur, but don't merge into what is occurring. aber fall auch nicht da hinein in dem, was gerade auftaucht. Stay with the occurrence. Bleibe mit dem, was auftaucht. Experiences arise, come and go, let them come and go. Erfahrungen tauchen auf, kommen und gehen, lass sie kommen und gehen. In this way, gradually, the density of your felt sense of existing as a separate person will dissolve, and clarity of pure presence will manifest. Auf diese Art ist es so, dass nach und nach diese Dichte von diesem Gefühl, dass man all dies sei, löst, dass man irgendwie ein separates Subjekt sei, löst sich auf in gegenwärtige Präsenz und Offenheit. Okay, so the next question is, I can't find my own nature and I don't know how to do it. Die nächste Frage lautet, ich kann meine eigene Natur nicht finden und ich weiß auch nicht, wie ich das tun soll. Very often this issue arises because we are looking for the mind in the manner of looking for your car keys. Das passiert sehr häufig, wenn wir unseren Geist suchen, so als würden wir zum Beispiel unsere Autoschlüssel suchen. Something is definitely there, but I can't find it. Etwas ist ganz definitiv da, aber ich kann es nicht finden. Looking to find an entity, a thing, Wenn man versucht, eine Entität, ein Ding zu finden, constellates us, brings us into a particular shaping as the energetic subject who can make things happen. dann bringt uns das in diese Konstellation oder Form von eines energetischen Selbst, das etwas passieren lassen kann. So this is the problem of mastery, of agency, of the will to power. Das ist ein Problem von Art Meisterschaft oder Tatendrang. So actually it's better to turn the issue into its passive form. Es ist also besser, dieses Problem in seine passive Form zu bringen. My mind, my Buddha nature, my intrinsic awareness is here. Mein Geist, mein Buddha-Geist, meine inhärente Essenz oder Natur ist hier. If it was something that I had to make, that I had to create, then it would be an artificial construction and it wouldn't last long. Wenn es etwas wäre, was ich erstellen müsste, tun müsste oder bauen müsste, dann wäre es ein künstliches Konstrukt und das würde dann nicht sehr lange andauern oder beständig sein. The natural purity, the natural openness of the mind has never been lost. Die natürliche Reinheit des Geistes oder die natürliche Offenheit des Geistes ist niemals verloren gewesen. I, the looker, the searcher, am already within what I am looking for. Ich, der Suchende, ist bereits in dem, was ich suche. So if I see this, I can stop looking. Wenn ich das erkenne, dann kann ich damit aufhören zu suchen. This is how it is already. Das ist schon so, wie es bereits ist. When we say Dzogpa Chembo, we mean a great completion, means it's already fully present. Wenn wir sagen Dzogpa Chempo, dann ist das die große Vollkommenheit, große Vervollkommnung oder Vollständigkeit. So then we have to be very clear. Dann müssen wir sehr klar sein. If I am looking for my mind and I'm sure that I know how it will be, Wenn ich also nach meinem Geist suche und schon ganz genau weiß, wie er ist,
then I will try to get it to conform to my idea of how it is. Dann werde ich versuchen, ihn dazu hinzuzwingen, zu der Idee, von der ich glaube, wie mein Geist eben ist. But this is just has me in the ego position of following my own ideas. Aber dann befindet man sich bloß in dieser Ego-Position, wo man seinen eigenen Ideen folgt. This is why when we do this central practice of the Guru Yoga, we open through the sound of Ah and relax. Deshalb ist es so, dass durch die zentrale Praxis von Guru-Yoga öffnen wir uns durch den Klang A. And then we don't do anything else. Und dann tun wir nichts weiter. It is already here. Es ist bereits da. We stay with the mind as it shows itself. Wir bleiben mit dem Geist so, wie er ist, so wie er sich uns zeigt. Then, of course, we feel the temptation to express our opinion, our likes, our dislikes. Dann fühlen wir natürlich diese Verführung, dass wir dann zum Ausdruck bringen, wie wir es finden, ob wir es gut finden oder schlecht finden. You think, oh, this can't be right, the Buddha can't be like this. Dann denken wir, ach, das kann jetzt nicht stimmen, Buddha kann nicht so sein. But now you've gone into the place of the observer, you've separated yourself off. Aber jetzt hast du dich zum Platz des Beobachtenden hinbewegt. So when that happens, you just relax in the out breath and stay present with however the mind is. Wenn das passiert, dann entspanne dich im Ausatmen und entspanne dich dem hin, wie der Geist eben gerade ist. If you enter into judgment, coming to some conclusion about what is happening, you simply bind yourself to duality. Wenn du dann versuchst, irgendein Urteil zu fällen oder irgendwelche Schlüsse zu ziehen, dann kreierst du nur diese Dualität. Don't try so hard. Streng dich nicht so sehr an. You can't make it happen. Du kannst es nicht passieren lassen. Because it is already the case. Weil es ja schon die Sache ist, weil es schon da ist. It's about how you find yourself present in the presence of your own unborn awareness. Und zwar geht es darum, sich selbst präsent zu finden in der Präsenz deines eigenen Gewahrseins. And this is very subtle. Und das ist sehr subtil. You can't do it in a crude way of pushing and striving. Man kann das nicht in einer groben Art und Weise machen, indem man versucht, was zu erzwingen oder zum Laufen zu bringen. But it's a very gentle process of becoming closer and closer to how you actually are and how you have always been. Sondern es ist vielmehr ein sanfter Prozess, dem hin, wie du immer schon warst. This is why the technique is always a two-edged sword. Deswegen ist diese Technik immer ein zweischneidiges Schwert. The more you apply the technique, you are yourself the one who is doing it. Je mehr du diese Technik anwendest, bist immer mehr du derjenige, der sie anwendet. And this very easily confirms the truth of the ego position. Und das führt sehr schnell dahin, dass es die Ego-Position bestätigt. So the individual sense that you have of being who you are Dieses individuelle Gefühl von dir selbst doesn't have to be abandoned. muss nicht aufgegeben werden. It's simply to see that it has no solid essence inside it. Man soll lediglich sehen, dass es keine solide Essenz in sich hat. You are the radiance of the ground. Du bist das Strahlen des Urgrundes. You are how the ground shows itself. Du bist, wie sich der Urgrund zeigt.
The ground shows itself as mountains, trees, clouds, cups of tea, as everything. Der Urgrund zeigt sich als Berge, Bäume, Teetassen, alles Mögliche. So it's about settling into the place you have, moving in your familiar circumstances. Es ist also mehr ein sich zur Ruhe begeben, der dahin, wo du dich befindest in all dieser Bewegung. This is why in the teachings it says you don't need to change any aspect of your life. Deswegen heißt es auch in den Lehren, du musst keinen Aspekt deines Lebens verändern. If you are a powerful person and you make a lot of money, you can continue to do that. Wenn du eine mächtige Person bist und sehr viel Geld verdienst, dann kannst du weitermachen, so eine mächtige Person zu sein. If you are lonely and anxious, you can be like that. Oder wenn du einsam und ängstlich bist, kannst du auch genauso sein. You feel often angry and aggressive and you're full of contempt for other people, you can be like that. Oder wenn du sehr oft aggressiv und wütend und für irgendwelche Vorteile gegenüber anderen hast, kannst du auch weiterhin so sein. Each of these is a mode of the arising of the empty experience of the mind. All das ist lediglich eine Art des Erscheinens der Lernerfahrung des Geistes. We're not concerned with creating a hierarchy of values. Wir beschäftigen uns nicht damit, dass wir versuchen, eine Hierarchie an Wertigkeit zu erstellen. Because that's an artificial conceptual construction. Irgend so eine künstliche, konzeptuelle Konstruktion. Rather, we want to see the immediacy of the manifesting of this pattern and how it releases itself. Vielmehr wollen wir diese Unmittelbarkeit dieses Musters sehen und wie es sich von sich selbst befreit. The mind is self-showing and self-vanishing. Der Geist ist selbst zeigend und selbst verschwindend. So don't try to do anything. Versuch also nicht irgendwas zu tun, because that intentionality will separate you from the field of experience. denn diese Art von Intentionalität wird dich nur von diesem Feld der Erfahrung trennen. But stay present in your life as it is. Sondern bleibe präsent in deinem Leben, so wie es ist. And you will find yourself moving in relation to the environment. Und dann merkst du, wie du dich in Relation zu deiner Umgebung bewegst. For example, if you're sitting in a chair and it's uncomfortable, your body will move. Beispielsweise, wenn du dich in einem Sessel befindest, der irgendwie unangenehm ist, dann wird dein Körper beginnen, sich zu bewegen. When you're thirsty, you find yourself having a drink. Oder wenn du durstig bist, dann bemerkst du, dass du dir etwas zum Trinken nimmst. So life goes on. Das Leben geht weiter. But this sense of being a separate, autonomous entity becomes thinner and thinner. Und so wird dieses Gefühl, als wäre man selbst eine separate Entität, dieses Gefühl wird immer dünner und dünner. By doing less from an intentional ego position, you find you have access to more. Indem du weniger tust aus dieser Position von Ego-Intentionalität, bemerkst du, dass du mehr und mehr bekommst. Okay, so the next question is how to face the strong waves of fear which can arise when I open myself to the spaciousness of the ground situation. Die nächste Frage lautet, wie kann ich diese großen Wellen von Angst handhaben, diese Angst, die aufkommt, wenn ich mich dieser großen Offenheit, dieser großen Räumlichkeit des Urgrundes hingebe? The ego wants to have a reference point. Das Ego hätte gerne einen Anhaltspunkt. For most of us, if we go swimming in the sea,
Für die meisten von uns ist es so, wenn wir im Meer schwimmen gehen, we like to swim out, but also be able to turn and see where the land is. dann schwimmen wir gerne hinaus, aber wir haben es auch gerne, wenn wir immer noch sehen können, wo das Land ist. If you go so far out that all you can see is the sea, then it can be a little bit scary. Wenn du so weit hinausschwimmst, dass alles, was du siehst, nur noch das Meer um dich herum ist, dann kann das ein bisschen angsteinflößend werden. Because the land gives us a sense of, I can bring this experience of swimming to an end. I can get back to the beach. Denn dieses Land steht dafür, dass man ein Gefühl hat, ich kann diese Erfahrung des Schwimmens aber auch wieder zu einem Ende bringen, indem ich zum Land zurückschwimme. So if you enter into the practice with this kind of attitude, you will get anxiety. Wenn du in die Praxis eintrittst mit dieser Art von Einstellung, dann wirst du Verängstigung erfahren. I need to know where I am. Ich muss wissen, wo ich bin. Because that knowledge, that conceptual clarity is how I settle myself, how I reassure myself. Denn dieses Wissen, diese konzeptuelle Klarheit ist die Art und Weise, wie ich mich selbst beruhige. But now I'm clinging to a set of ideas. Aber jetzt halte ich mich an einer Reihe von Ideen an. We have to let go. Wir müssen einfach loslassen. Then we don't know. Und dann wissen wir nicht. Knowledge is, I know this. Wissen ist, ich weiß das. I know something about geography, history. Ich weiß etwas über Geschichte, Geografie. I can take information and create patterns. Ich kann Informationen hernehmen und Muster kreieren. This is the movement of dualistic consciousness. Das ist die Bewegung von dualistischem Bewusstsein. What in Tibetan is called Nampa Shepa, knowing something. Im Tibetischen nennt man das Nampa Shepa, etwas wissen. But our wish is to release ourselves and trust to open awareness. Aber unser Wunsch ist, uns selbst loszulassen in diesem offenen Gewahrsein. Consciousness is the function of being able to manipulate concepts to produce a dualistic clarity. Bewusstsein ist die Funktion dafür, dass man versucht, konzeptuelle Klarheit zu erschaffen, indem man manipuliert. But awareness is not doing that at all. Aber Gewahrsein tut das überhaupt nicht. Awareness is not a thing. Gewahrsein ist kein Ding. It's not concerned with making patterns of things. Es beschäftigt sich nicht damit, dass man Muster von Dingen erstellt. It allows the arising and passing of momentary visions or appearances. Es erlaubt das Kommen und Gehen von momentanen Erscheinungsbildern und Erfahrungen. So it's described as Vajra, indestructible. Deswegen wird es beschrieben als Vajra, als unzerstörbar. Consciousness is not indestructible. Bewusstsein ist nicht unzerstörbar. It's influenced by whatever it relates to. Es wird von dem beeinflusst, zu was auch immer es sich bezieht. So it goes back to the previous question. If your home territory is I, me, myself, Und das führt wieder zur Frage davor zurück. Wenn dein Territorium ich, mein Ich ist, and you take this as your ongoing point of reference, und du das als deinen ständigen Referenzpunkt siehst, Bezugspunkt, then you will be relying on concepts for reassurance. dann beruhst du ständig auf Konzepten. Like for one,
Did you hear me? Hello? Hello, no, sorry, could you repeat that? I said it's like going out and then coming back home. Es ist also vielmehr so, dass man hinausgeht und dann wieder zu sich selbst heimkommt, zurückkommt. So it's always seeking a fixed point of reference. Es sucht also ständig so einen fixierten Bezugspunkt. But awareness has no fixed point of reference. Aber Gewahrsein hat keinen fixierten Bezugspunkt. That's why the practice is about relax and release. Deshalb handelt die Praxis von sich entspannen und loslassen. If you try to hold yourself together and do the practice, if you try to be the boss of the practice, it's not going to work. Wenn du versuchst, dich selbst irgendwie zusammenzuhalten und selbst der Chef deiner eigenen Erfahrung oder Praxis zu sein, dann wird das nicht gut funktionieren. It's about letting it happen as it happens. Es geht vielmehr darum, es geschehen zu lassen, so wie es geschieht. So the traditional example for this is the mirror. Das traditionelle Beispiel dafür ist der Spiegel. The mirror is not improved by having a beautiful reflection arising in it. Der Spiegel wird nicht verbessert dadurch, indem ein schönes Spiegelbild darin auftaucht. And it's not damaged by having an ugly reflection arising in it. Und er wird nicht ruiniert dadurch, dass ein hässliches Spiegelbild aufscheint. Because the reflection is an empty appearance. Denn das Spiegelbild ist eine leere Erscheinung. Like a rainbow, a mirage, or the reflection of the full moon in a pond. So wie ein Regenbogen oder eine Fata Morgana, ein Flimmern oder die Reflexion des Mondes im Teich. It's just passing through. Es geht einfach durch. Es geht vorbei. The ego is constructed and shaped and formed in interaction with the environment. Das Ego wird erst durch die Interaktion mit der Umgebung geformt und konstruiert. And so, of course, it has anxiety about dissolving and being destroyed and not existing. Deshalb natürlich hat das Ego Angst, dass es vielleicht irgendwie ruiniert oder beschädigt wird oder ganz verschwindet. But awareness is not like that. Aber Gewahrsein ist anders. Awareness is very close to what is occurring. Gewahrsein ist sehr nahe zu dem, was erscheint. Just as the reflection is very intimate with the mirror. Ganz genauso wie die Reflexion des Spiegelbilds sehr intim, sehr nahe mit dem Spiegel selbst ist. The reflection doesn't contaminate the mirror. Das Spiegelbild verunreinigt den Spiegel nicht. No experience contaminates awareness. Keine Erfahrung verunreinigt Gewahrsein. So we need to reflect on this and observe our mind. Wir müssen darüber also reflektieren und unseren eigenen Geist beobachten. And just this simple point will let you know whether you are situated in your ego structure or whether you've released it a little bit and have at least some flavor of awareness. Und diese Beobachtung wird einem helfen zu sehen, ob man in dieser Ego-Struktur ein bisschen gefangen ist oder verortet ist oder ob man schon ein bisschen den Geschmack des eigenen Gewahrseins erfährt. So if you do this in your sitting practice, then you can take this quality into daily life, which is the next question. Und wenn du dies in deiner Sitzpraxis tust, dann kannst du diese Qualität in dein alltägliches Leben mitnehmen. Und das ist die nächste Frage. If you're sick, if you're scared,
If you find that you're dying or that your mind is very, very disturbed, how should you behave? Wenn man krank ist oder Angst hat oder sich in dem Zustand des Sterbens befindet, wie soll man sich da verhalten? This comes back always to the same point. Das kommt immer wieder zum selben Punkt zurück. Who is sick? Wer ist krank? I am sick. Ich bin krank. Who am I? Wer bin ich? So I cuts in two directions. One direction, it takes on the form of the ego identity. Ich kann in zwei Richtungen gehen. Die erste Richtung geht in die Richtung der Ego-Identität. And in this position, it enters into hopes and fears. Und in dieser Position tritt es ein in Hoffnung haben und in Ängste haben. I don't want to be sick. I hope I get better soon. Ich möchte nicht krank sein. Ich hoffe, dass ich bald wieder genese. And I observe myself for signs of improvement or getting worse. Und ich beobachte mich selbst und suche nach Zeichen, ob es mir besser geht oder ob meine Gesundheit sich verschlechtert. This is the suffering of samsara. This is the duality of subject and object, in which subject is never free of the influence of changing circumstances. Das ist das Leid des Samsara, das ist die Welt von Subjekt und Objekt, wo das Subjekt niemals frei sein kann von all den sich ständig verändernden Umständen. But when we see I am sick, Aber wenn wir sehen und verstehen, ich bin krank, who am I? wer bin ich? And we stay with the simplicity of being present with sickness, Und wir bleiben mit der Einfachheit, präsent zu sein mit der Krankheit. sickness is a pattern of experiences arising and shifting. Dann ist Kranksein eine Art Muster von Erfahrungen, die auftauchen und gehen und sich verändern. I might become hot, Mir wird vielleicht heiß, weak, schwach. with stabbing pains. Wir haben so stechende Schmerzen. These are experiences. All das sind Erfahrungen. Who are they happening to? Wem passieren diese Erfahrungen? If you stay relaxed in awareness, they're not happening to anyone. Wenn du entspannt in Gewahrsam ruhst, dann passieren sie niemandem. That doesn't mean that they are not happening at all. Das bedeutet nicht, dass sie überhaupt nicht passieren. They are happening, Sie gehen vonstatten, but they only happen to me when I slip out of an open awareness into an absorptive subjectivity which merges with these phenomena. aber sie passieren nur dann mir, wenn ich aus diesem offenen Gewahrsein heraustrete und in so eine Art absorbierende Subjektivität eintrete. It's not about being stoical and intentionally maintaining an even attitude to everything. Es geht nicht darum, dass man irgendwie stoisch bleibt und versucht, irgendeine Art von Erfahrung zu erhalten oder von Gleichmut zu erhalten. That would be a very artificial positioning. Das wäre dann sehr künstlich. And you would have to keep rectifying yourself as you got pulled in different directions. Das ist eine künstliche Positionierung, wo man ständig versuchen muss, sich wieder aufzurichten in die richtige Position und man wird doch ständig hin und her gerissen. So if you suddenly have a pain arising in you, Wenn da plötzlich ein Schmerz in dir auftaucht you go, oh, und du sagst, oh, something is happening. irgendwas passiert da gerade. You're not made of wood or stone. Du bist ja nicht aus Holz oder Stein gemacht. Who has this happened to? Wem passiert das? The self pattern of that moment. Dieses Muster von selbst in diesem Moment. Self pattern
environment pattern together do this little dance. Dieses Selbstmuster und das Umgebung oder Umweltmuster fangen an, miteinander einen Tanz zu führen. Ow! Au! And it's gone. Und ist schon wieder vorbei. And something else comes, something else, something else. Always something is happening. Und dann kommt wieder was anderes und wieder was anderes. Es passiert immer irgendwas. It's not that you are not the subject. Es ist nicht so, dass du nicht das Subjekt wärst. The empty subject form and the empty object form arise and move together in the space of the mind. Die leere Subjektform und die leere Objektform erscheinen gemeinsam und tanzen in der Offenheit des Geistes. If you couldn't show this subject form, you'd never communicate with anyone. Wenn du diese Subjektform nicht zeigen kannst, dann könntest du niemals mit irgendjemandem kommunizieren. You have a body and a voice and a mind, and when you look at people and you like them, you smile. If you don't like them so much, you're a bit more scared. Du hast einen Körper und eine Stimme und einen Geist, und wenn du jemanden siehst, den du magst, dann fängst du an zu lächeln, und wenn du jemanden nicht magst, dann schreckst du vielleicht eher zurück. If you really look, Wenn du wirklich hinschaust, you see no one is doing this. dann siehst du, niemand tut das hier gerade. This is illusory patterns arising in co-emergence. Das sind illusionäre Muster, die gemeinsam auftreten. None of these patterns define who you are. Keine dieser Muster definieren, wer du bist. So the big problem is if you pretend to be brave and strong. Das große Problem liegt darin, wenn du so tust, als wärst du mutig und stark. When you're sad, you can cry. Und traurig und du weinst. When you're happy, you can laugh. Und wenn du glücklich bist, kannst du lachen. That doesn't mean you're a sad person or a happy person. Das bedeutet aber nicht, dass du eine traurige Person bist oder eine glückliche Person bist. It means that the barrier of duality, the wall between subject and object, is getting thinner. Das bedeutet einfach, dass die Barriere der Dualität, diese Wand zwischen Subjekt und Objekt, immer dünner wird. The subject is a patterning of energy, the object is a patterning of energy, and their interplay is the self-display of the mind. Das Subjekt ist eine Form von Energie, das Objekt ist eine Form von Energie, und gemeinsam treten sie spielerisch auf und sind ein Schauspiel des Geistes. So again, Dzogchen Chenpo means it's complete as it is. It's fine as it is. It doesn't need to be altered or corrected. Dzogchen Chenpo bedeutet also, es ist schon vollständig, so wie es ist. Es ist prima, so wie es ist. Es muss nicht irgendwie verändert oder verbessert werden. What you call your ego self is simply a pattern of energy. Was man selbst als Ego-Selbst benennt, ist einfach nur ein Muster von Energie. Energy is like the wind. Energie ist wie Wind. The wind moves this way, that way, up, down. Der Wind bewegt sich in diese Richtung oder in jene Richtung oder hoch oder hinunter. We are like that. Genau so ist es. Unreliable, shifting with circumstances. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Er verändert sich je nach Umstand. We don't need to be heroic. Wir brauchen nicht heldenhaft sein. We are open, empty awareness. Wir sind offenes, leeres Gewahrsein. We are the lucidity of the field as it shows itself. Wir sind die Klarheit des Leuchten des Feldes, wie es sich selbst zeigt. And we are the unique patterning of this moment. Und wir sind dieses einzigartige Musterschaffen oder Musterung oder Muster des Moments. So these three are the inseparable aspects of how we are. Diese drei sind die unzertrennbaren Aspekte von dem, wie wir sind. By maintaining the openness of the ground, every movement of energy is self-liberating. Indem man die Offenheit des Urgrundes beibehält,
wird sich jede Erscheinung von selbst befreien. Okay, now another question is the world independent of the mind? Eine nächste Frage ist die Welt unabhängig vom Geist? When I think about the world, am I thinking about something other than my mind? Wenn ich an die Welt denke, denke ich da an etwas, das etwas anderes ist als mein Geist? Oh, this question is framed within a set of concepts. Diese Frage ist an einer Reihe von Konzepten positioniert oder ist gebunden. So if somebody was to take me in a helicopter and put me in the middle of the Amazon jungle, Wenn mich jemand in einen Helikopter schnappen würde und mich in die Mitte des Amazonas in den Dschungel hineinsetzen würde, I'm sure I would spend a long time wandering around. dann bin ich mir sicher, dass ich eine ziemlich lange Weile einfach nur herumirren würde. And probably I would die before I found the way out. Und ziemlich sicher werde ich sterben, noch bevor ich den Weg herausfinden würde. So it's the same with these kind of questions. Das ist genau das Gleiche mit dieser Art von Fragen. The world is there. I am here. Die Welt ist da, ich bin hier. Is the world outside of me or inside me? Ist die Welt jetzt außerhalb von mir oder innerhalb von mir? The problem is you have the idea of the world and the idea of me. Das Problem ist, du hast die Vorstellung von der Welt da draußen und die Vorstellung von dir selbst. And so thought is chasing thought. Und so jagt ein Gedanke dem anderen nach. If you find yourself getting caught up with these kind of ideas, Wenn du erkennst, dass du dich mit dieser Art von Gedanken oder Vorstellungen beschäftigst und vielleicht gefangen bist darin, come back to yourself. dann komm zu dir selbst zurück You find that you're breathing in and out. und merke, dass du einatmest und ausatmest. You're not dead. Du bist nicht tot. Experience is coming and going. Erfahrungen kommen und gehen. Experience arises and vanishes. Erfahrung taucht auf und vergeht. Some experience I see or I categorize as object. Manche Erfahrungen kategorisiere ich als Objekt. The room around me and so on. Der Raum um mich herum und so weiter. Some I take to be subject. Manche halte ich für ein Subjekt. I might say, oh, this body is me. I am my body. Ich sehe vielleicht, dieser Körper, das bin ich. Ich bin mein Körper. Maybe. Vielleicht. A couple of weeks ago, I had to have a tooth taken out. Vor ein paar Wochen musste ich mir einen Zahn ziehen lassen. The tooth was me. Der Zahn war ich. And then it was not me. Und dann war es nicht mehr ich. At the end of the procedure, I didn't attack the dentist. Am Ende dieses Vorgangs habe ich dann nicht den Zahnarzt angegriffen. I didn't call the police to arrest the dentist for the theft of my tooth. Ich habe nicht die Polizei gerufen, um den Zahnarzt verhaften zu lassen, dass er meinen Zahn gestohlen hätte. The tooth had some abscess in the root and it had to come out. Der Zahn hatte so Entzündungen an der Wurzel selbst und musste herausgenommen werden. So what was me became not me. Also das, was ich war, wurde nicht mehr ich. And this happens with our body, with various kinds of operations and procedures. Und das passiert mit unserem Körper, mit allerlei von Operationen und medizinischen Durchführungen. So then we can start to see that my body, my home territory is also a conceptual interpretation. Und dann beginnen wir zu sehen, dass mein Körper, mein Territorium ist auch einfach eine Art Konzept. What is subject is not something separate.
also eine Art konzepthafte Interpretation. My body arises in relation to the environment. Mein Körper erscheint in Relation zu meiner Umgebung. How we walk, how we talk depends on the weather, on the state of health, and so on. Wie wir sprechen, wie wir gehen, das hängt alles davon ab, wie ist heute das Wetter oder wie geht es uns. So we start to see there is experience, what is occurring revealed in our awareness. Und wir beginnen zu sehen, da ist Erfahrung, das in unserem Gewahrsein erscheint. And this shows itself sometimes as object, sometimes as subject. Und das zeigt sich manchmal als Objekt und manchmal als Subjekt. Okay, so if you follow the path of concepts, you will find it difficult to get close to awareness. Wenn du am Pfad von Konzepten wandelst, dann wirst du dir sehr schwer tun, zum Gewahrsein zu gelangen. This doesn't mean that concepts are bad. Das bedeutet nicht, dass Konzepte schlecht wären. Dzogchen is not against thinking. Dzogchen richtet sich nicht gegen Denken. It's about seeing what thoughts are. Es geht darum zu sehen, was Gedanken sind. Thoughts are energy, they are movement. Gedanken sind Energie, sie sind Bewegung. The palace of concepts is just the pulsation of waves. Der Palast von Konzepten ist lediglich ein Pulsieren von Wellen. Okay, so then next question. What is the difference between dharmadhatu, dharmata and dharmakaya? Die nächste Frage lautet, was ist der Unterschied zwischen dharmadhatu, dharmata und dharmakaya? Oh, dharma in this sense means phenomena. Dharma in diesem Sinn bedeutet Phänomene. Dharma can mean the teachings of the Buddha, has many different meanings. But in relation to these terms, it relates to phenomena. Dharma kann allerlei bedeuten. Es kann auch die Lehre Buddhas bedeuten. Aber in dieser Hinsicht bedeutet es mehr Phänomene. Oh, dharmadhatu, dhatu means like a space or an expanse. Dharmadhatu, Dhatu bedeutet Raum, eine oder Weite. It's the space within which everything occurs. Es ist der Raum in einem, wo alles erscheint. Everything at any time, in any place, however we understand it, is within the dharmadhatu. Alles zu jeder Zeit, wann auch immer, wo auch immer, wie auch immer wir es verstehen, es geschieht alles im Raum von Dharmadhatu. So the dharmadhatu is inseparable from awareness. Dharmadhatu ist unzertrennlich von Gewahrsein. Awareness reveals all the possibilities of appearance. Gewahrsein zeigt alle Möglichkeiten von Erfahrung. And it is the most open and uncontrived hospitality or welcome to everything. Und es ist die offenste und das ungekünstelte Willkommenheißen für alles, zu allem. So if we see, if we see that everything is in the dharmadhatu, Wenn wir also erkennen, dass alles im Dharmadhatu ist, so when you walk down the street, wenn du also die Straße hinunterläufst, each house is in the dharmadhatu. jedes Haus befindet sich im Dharmadhatu. Each car, each cat, Jedes Auto, jede Katze, everything is within this space of showing. alles ist innerhalb dieses Raumes des Zeigens. So it is the showing of the
potentiality of the mind. Es ist das Zeigen des Potenzials, der Potenzialhaftigkeit des Geistes. So in the prayers we often read Om Men Chuki Yingi Potrangdu in the palace of the dharmadhatu, where nothing is higher, nothing is above it, the highest possible realm. In den Gebeten lesen wir oft, O im Palast des Dharmadhatu, wo nichts höher ist, nichts in einem höheren Bereich liegen könnte. There we find Kuntu Sangpo, Dort finden wir Kuntu Sangpo, the primordial Buddha, der ursprüngliche Buddha, the Buddha who has never changed from the very beginning. der Buddha, der niemals sich verändert hat von Anfang an. So this is to indicate that your own mind, Das soll darauf hindeuten, dass dein eigener Geist, when you relax your way out of your egocentric obsessions, wenn du dich selbst aus deinen egozentrischen Zwängen entspannst and you open to everything, und du öffnest dich allen, your awareness is inseparable from Samantabhadra or Kuntu Sangpo, the primordial Buddha. dann ist dein Gewahrsein untrennbar von Samantabhadra oder Kuntu Sangpo, dem primordialen Buddha. That is to say, the infinite welcome you give to everything is the infinity of awareness shining in your heart. Das soll heißen, dass diese unendliche Gastfreundschaft, die du zeigst, ist die Unendlichkeit deines Geistes. Dharmata means kind of like thingness. Ta at the end is like shunyata. It means need in Tibetan. It means if you like, the truth of dharmas. Dharmata, man könnte es übersetzen wie eine Artigkeit oder Keit oder Dingheit, so wie Shunyata oder im tibetischen Ni. Es ist so wie die Wahrheit von der Dharmas. So if I look out of my window just now, I see trees and houses and motor cars. Wenn ich jetzt gerade aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich Bäume und Straßen und Autos. So I can say I see many things. Ich kann also sagen, ich sehe viele Dinge. Each of these things is a dharma, but it's also constituted out of even smaller dharmas. Jedes dieser Dinge, also all das ist ein Ding, aber es ist wiederum aus vielen kleinen Dharmas, Dingen konstituiert. All of these dharmas Alle diese Dharmas have the nature of emptiness. haben die Natur von Leerheit. Form is emptiness, emptiness is form. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. But when I see a tree, I know, that's not a car. Wenn ich aber einen Baum sehe, dann weiß ich, das ist aber kein Auto. A car is not a house. Ein Auto ist kein Haus. So there seems to be some separative integrity to each of these formations. Es scheint also wie so eine Art trennende Integrität sein in all dieser Dinge. As if the carness of the car and the treeness of the tree establish them as intrinsically different and oppositional. Das soll heißen, dass die Baumheit des Baumes oder die Autokeit des Autos diese etwas erstellen, was sie voneinander trennt. In this way we see how the power of our consciousness, which permits us to know things in a definitive way, und so merken wir, dass die Kraft unseres Bewusstseins, das uns erlaubt, Dinge zu kennen in einer definitiven Art und Weise, chops the world up into separate entities.
zerstückelt die Welt in getrennte Entitäten. Conceptualization is disintegrative. Konzeptualisierung ist disintegrativ. Awareness is integrative. Gewahrsein ist integrativ. Well, these are going in different directions. Wir gehen also in unterschiedliche Richtungen. Now, if we see that awareness is the basis of experience, Wenn wir erkennen, dass Gewahrsein die Grundlage für Erfahrung ist, then we see that all the dharmas, all the phenomena of the world are spreading out from and within the clarity of awareness. dann können wir erkennen, dass all diese Phänomene, diese Dharmas sich ausweiten und zerstreuen in dieser Klarheit des Gewahrseins. My mind says car, my mind says house. Mein Geist sagt Auto, mein Geist sagt Haus. I don't think the mind of a bird says house. Ich glaube nicht, dass der Geist eines Vogels sagt Haus. Bird has a different way of interpreting the world, Ein Vogel hat eine andere Art, die Welt zu interpretieren. as does a fly or a mosquito. Genauso wie eine Fliege oder ein Moskito eine andere Art hat zu interpretieren. The world as it appears to me is a construction of my own concerns as someone inhabiting a human body. Die Welt, so wie sie mir erscheint, geschieht dadurch, was so meine Gedanken oder Belangen sind. But this Dass ich human einen, body, was meine Gedanken oder Befürchtungen sind, dadurch, dass ich einen menschlichen Körper bewohne. but this human body is not a fixed place of truth. Aber dieser menschliche Körper ist kein fixer oder keine dicke Art von Wahrheit oder Ort von Wahrheit. As the play of phenomena and concept. Es erscheint vielmehr als Spiel, als Schauspiel von Phänomenen und Konzepten. So when we relax the formative making or constructing energy of consciousness, Wenn wir uns entspannen, dann ist es so, dass diese formative, konstruktive Energie des Gewahrseins, then all these forms relax into their ground, which is emptiness. dann entspannen sich all diese Formen in ihr Gewahrsein, und zwar Leerheit. And even the basis of the arising of phenomena as separate entities, that dissolves in its own ground. Und selbst die Grundlage dafür, dass Phänomene auftauchen und so wirken, als seien sie getrennte Entitäten, auch diese Grundlage entspannt sich in sich selbst zurück, in seinen Urgrund. That is to say that the dharmas go into the dharmata, which is their empty ground. Das soll heißen, dass Dharmas in die Dharmata eingehen, nämlich ihren leeren Urgrund. And the dharmata itself relaxes into unborn openness. Und Dharmata selbst entspannt sich in diese ungeborene Offenheit. So dharmata is a way of conceptually identifying the non-separation of appearance and emptiness. Dharmata ist also das konzepthafte Verstehen der Nicht-Dualität von Phänomenen und Erscheinungen. Then we have this third aspect of the question about dharmakaya.
Also von Erscheinungen und Leerheit, Entschuldigung. Dann haben wir als nächstes den Unterschied zwischen Dharmata und Dharmakaya. Dharmakaya says like the sky. Dharmakaya, so sagt man, ist wie der Himmel. Means this is awareness without any content of its own. Das soll heißen, das ist Gewahrsein ohne irgendeinen Inhalt. The mirror has no image of itself to show. Der Spiegel hat kein Bild seiner selbst zu zeigen. It shows many, many images or reflections, but it never shows itself. Es zeigt viele, viele Spiegelbilder, Reflektierungen, aber er zeigt niemals sich selbst. So the dharmakaya is the mind of the Buddha, Der Dharmakaya ist der Geist des Buddha, which is present with each of us now. der präsent, gegenwärtig in jedem von uns ist, gerade jetzt. We've been together this evening for about an hour and a half. Wir sind jetzt nun zusammen an diesem Abend für circa 1,5 Stunden. Many experiences have arisen, Viele Erfahrungen sind aufgetaucht, coming and going, coming and going. die gekommen und gegangen sind, gekommen und gegangen sind. When the experience goes, Wenn die Erfahrung geht, if we are relaxed, it goes. wenn wir entspannt sind, dann geht sie. It goes without a trace. Und sie geht ohne irgendeine Spur. If we are in our ego self, Wenn wir in unserem Ego selbst sind, we are committed to a selective attention. dann geben wir uns einer selektiven, aufgespaltenen Aufmerksamkeit hin. Because we know there are some things we like, other things we don't like. Denn wir wissen ja, es gibt Dinge, die wir mögen und dann gibt es Dinge, die wir nicht gerne haben. So I'm looking for more of what I like and I'm trying to avoid the things I don't like. Ich versuche also mehr von dem zu finden, was ich gerne mag und die Dinge, die ich nicht so gern habe, die vermeide ich, so gut es geht. And it's this tendency which constructs the shaping of our memory. Und es ist genau diese Tendenz, die die Form unserer Erinnerung formt oder erstellt, So in konstruiert. this hour, So in this hour and a half, we've touched on different aspects of Dharma. In diesen 1,5 Stunden haben wir nun unterschiedliche Aspekte von Dharma berührt. Some of these aspects are maybe more interesting for you, some are less interesting for you. Manche dieser Aspekte sind vielleicht interessanter für euch, manche weniger interessant für den einen oder anderen. So you probably give more of your attention and interest and value to the aspects that interest you. Vermutlich gebt ihr dann mehr aufmerksam zu jenen Aspekten, die euch mehr interessieren und die für euch mehr Wert darstellen. And so there is a kind of marking or trace of your own selectivity, which creates a tilt or an attitude of differential value to the field of experience. Und was hier passiert, ist wie so eine Art Markieren von dem ihr mehr Wert zuschreibt in eurer Aufmerksamkeit. So we also have an awareness of everything which is occurring. Wir haben auch ein Gewahrsein für alles, was auftaucht. If you are in a restaurant where they have a buffet, Wenn ihr in einem Restaurant seid, wo es ein Buffet gibt, you go with your plate and they have many things laid out on the table. man geht mit seinem Teller hin und da sind da allerlei unterschiedliche Dinge, die da auf dem Tisch stehen. You are aware of all the choices, of all the options. Du bist dir all dieser Möglichkeiten, Wahloptionen bewusst, But you find that some things look more important than others. aber du hast so das Gefühl, manche Dinge wirken wichtiger als andere.
So this is how consciousness works. Und das ist, wie Bewusstsein funktioniert. You are aware of everything. In an instant, everything is revealed to you. Du bist dir allen gewahr. In einem Augenblick wird dir alles gezeigt und offenbart. But you're not interested in everything. You want to eat this and this and this. Aber du bist nicht an allem interessiert, denn du möchtest das und das und das essen. So, dharmakaya is the quality of the Buddha's mind that sees everything. Dharmakaya ist die Qualität des Geistes, die alles sieht. It's free of bias. Frei von Vorurteil oder Voreingenommenheit. It's not pulled into a selective attention. Sie wird nicht in so eine selektive Aufmerksamkeit hineingezogen. And so, of course, this is the basis for the Buddha's compassion. Und natürlich, das ist die Grundlage für das Mitgefühl des Buddha. Because if I simply stay with my own prejudice, Denn wenn ich einfach nur mit meinem eigenen Vorurteil bleibe, it will be difficult for me to understand how to connect with you. dann wird es schwierig für mich zu verstehen, wie ich mich mit euch verbinden kann. So, if you are a little bit sick Wenn du also ein bisschen krank bist and you are a vegan, und du vegan bist, I, as a meat eater, ich als Fleischessender know that what you need is a good steak, weiß, dass das, was du brauchst, ein gutes Steak ist. because I am understanding your condition from my position. Denn ich verstehe deinen Zustand aus meiner Position heraus. Luckily, the Buddha is not doing that. Zum Glück tut der Buddha dies nicht. The Buddha sees each situation as it is Der Buddha sieht jede Situation so, wie sie ist and responds to it in its own terms. und reagiert darauf in seinen eigenen Bedingungen der Situation. This is why when we do our basic practice, we are always encouraged not to go into judgment. Deshalb werden wir in unserer Praxis dazu aufgefordert und ermutigt, nicht ins Beurteilen zu verfallen. Not to sit inside our familiar categories through which we allocate value, good and bad, and so on. Damit wir nicht in unseren uns vertrauten Kategorien sitzen, wo wir Wertigkeit und Wert diesen und jenen zuschreiben oder abschreiben. So the dharmakaya is the basic full shining forth of our own awareness. Der Dharmakaya ist also die grundlegende, scheinende Kraft unseres Gewahrseins. So sometimes the image of the sun is given for the dharmakaya. Manchmal wird das Bild der Sonne für den Dharmakaya gegeben, That it radiates out in all directions. dass in alle Richtungen hinausstrahlt. The image of the dharmakaya as space and the image of the dharmakaya as the sun are, of course, not in opposition. Das Bild des Dharmakaya als Sonne und das Bild des Dharmakaya als Himmel stehen nicht in Gegenüberstellung zueinander. The empty, illuminating radiance of our awareness, which reveals everything, Die leere, das erhellende Strahlen oder Beleuchten unseres Gewahrseins, das alles erhellt, cannot be found anywhere, and so it is like space. kann nirgendwo gefunden werden und so ist sie wie der Raum. And yet it is ceaselessly full of illumination. Und dennoch ist sie ununterbrochen voll von Leuchten oder Helligkeit, Erhelltsein. Okay, so that is our time for this evening. Das ist nun die Zeit für unseren Abend heute. As I say, we'll find some further dates for question and answer, and we'll put them up on the website. Wie ich zu Anfang schon erwähnt habe, werden wir weitere Termine für so eine Art Frage- und Antwortabend finden und diese dann auf die Webseite stellen.
And there are some teaching events coming which are already advertised on the website. Und es gibt noch weitere Termine, Teachings-Termine, die auch schon auf der Homepage stehen. So I would like to thank our translators, Taïsha, Juan, and Milton. Ich möchte mich nun bei meinen Übersetzern, Taïsha, Juan und Milton, bedanken. And João and Pedro for their work in helping to get this show running smoothly. Und João und Pedro möchte ich mich bedanken, dass sie es schaffen, dass diese Show reibungslos vonstatten geht. So I wish you enjoyment and success in your practice. Ich wünsche euch Erfolg und auch Genuss oder Freude in eurer Praxis. So, bye for now. Thank you, James. Thank you so Por much. enquanto. James. Bye. Thank you. Thank you, James. Thank you, See you James. soon. Gratidão, Agradecemos. gratidão, James. Thank you. Thank you very much. Gratidão, very much. Milton. Aqui do Brasil. Thanks, James. Aqui do Brasil. Wonderful to have you here so again. much. Thank you very much. Yeah.